Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch mein August Bullet Journal Setup. Mein August Bullet Journal Setup ist ein bisschen anders als die letzten Monate. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich meine Bullet Journal Setups die letzten Monate immer im Scrapbook-Stil gemacht. Für mein August Bullet Journal Setup wollte ich mal wieder was anderes ausprobieren. Und zwar habe ich dieses Mal zwar mein übliches Layout beibehalten, aber anstatt Bilder, Papierfetzen oder ähnliches einzukleben, habe ich ein paar Doodles auf die Seiten gezeichnet. Im August geht es in meinem Bullet Journal um Ice Cream und passend dazu habe ich letzte Woche auch ein Video mit Ice Cream Doodle Ideen hochgeladen, um mich und auch euch schon mal ein bisschen auf das Video heute vorzubereiten. Mich würde es interessieren, ob ihr den Scrapbook-Stil lieber mögt oder eher so einen Basic-Stil mit Doodles. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie das ganze Layout in meinem August Bullet Journal Setup ist auch die Coverseite sehr simpel gehalten. Auf der linken Seite steht ein Spruch zum Thema Ice Cream in einer Art Handlettering. Wenn ihr noch Anfänger in Sachen Handlettering seid, schaut doch mal bei meinem Video zum Thema Handlettering für Anfänger vorbei. Ich verlinke es euch in der Beschreibung. Die Outline von dem Schriftzug habe ich mit Fineliner gezeichnet und anschließend habe ich den Schriftzug mit einem meiner rosa Crayola Super Tips Marker passend zum Thema ausgemalt. Auf die rechte Hälfte meiner Coverseite habe ich 2 Ice Cream Doodles gemalt und ganz simpel unten drunter im gleichen Handlettering-Stil wie der Spruch links den Monat August geschrieben. In meinem August Bullet Journal Setup habe ich meine Doodles auch alle ausschließlich mit Buntstiften ausgemalt, was für mich echt eine Premiere ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal Buntstifte benutzt habe, aber ich muss sagen, ich bin wieder auf den Geschmack gekommen, weil man auch super damit schattieren kann. Also eventuell seht ihr mich in nächster Zeit öfter mal Buntstifte benutzen. Die Überschriften, die ich diesen Monat alle im gleichen Stil geschrieben habe, habe ich aber alle mit Crayola Super Tips Markern ausgemalt. Meine Farbwahl für den Schriftzug August war allerdings definitiv keine Meisterleistung. Wenn ihr meine Bullet Journal Setups die letzten Monate gesehen habt, wisst ihr auch, dass ich kein Fan von typischen Kalenderübersichten zum Reinschreiben bin. Stattdessen habe ich auch diesen Monat wieder einen kleinen Kalender, eine Liste für wichtige Termine und eine Master-To-Do-Liste zur Monatsübersicht hinzugefügt. Da ich ja mein August Bullet Journal Setup nicht im Scrapbook-Stil mache, musste ich anders als die letzten Monate die Listen einzeichnen. Ich mag den Look davon aber super gerne und ich finde, es sieht schon fast süß aus.
Auch ein Habit Tracker ist in meinem August Bullet Journal Setup wieder mit dabei. Dafür habe ich das Layout mit den 6 Boxen von letztem Monat übernommen, weil es im Juli ganz gut für mich funktioniert hat. Ich habe auch die gleichen Habits wieder mit reingenommen und mache es auch wie letzten Monat so, dass wenn ich ein Habit gemacht habe, male ich ein kleines Muster in das entsprechende Kästchen und wenn ich ein Habit nicht gemacht habe, streiche ich das Kästchen durch. Ich überlege mir aber, glaube ich, für die nächsten Monate wieder ein paar neue Habits. Da die Uni bei mir ja jetzt fast vorbei ist, habe ich dann auch wieder mehr Zeit für ein paar mehr Dinge. Der Mood-Tracker für mein August Bullet Journal Setup ist wie immer recht selbsterklärend. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, habe ich allerdings 32 Ice Cream Doodles zum Ausmalen gezeichnet, anstatt nur 31. Nicht, weil ich nicht zählen kann, sondern weil ich einfach wollte, dass es ordentlich aussieht und nicht in einer Reihe ein Doodle fehlt. Für meinen Instagram-Tracker in meinem August Bullet Journal Setup habe ich auch das Layout der letzten Monate übernommen, weil ich finde, dass so ein Kreis sehr übersichtlich ist und dazu auch noch gut aussieht. Ich habe auch hier wieder Schritte von jeweils 15 Followern gemacht. An der Stelle auch mal ein Dankeschön an alle von euch, die mir auch auf Instagram folgen. Euer Support bedeutet mir echt viel. Und für diejenigen von euch, die mir noch nicht auf Instagram folgen, verlinke ich meinen Account unten in der Videobeschreibung. In meinem August Bullet Journal Setup gibt es auch wie im Juli wieder einen Fitness-Tracker. Ich fand es im Juli echt praktisch, immer mal wieder drauf zu schauen, an welchem Tag ich welche Art von Sport gemacht habe, um auch ein bisschen einen Ausgleich in meine Bewegung reinzubringen. Die August Weekly Bullet Journal Setup Ideen werde ich euch erst im Video nächste Woche zeigen, da das Video heute sonst viel zu lang wird. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.